So. Ich habe jetzt das Ziel und dort das Ziel. Wieso? Ach so, dann ist das da die Quest, die er mitgegeben hat. Eigentlich muss ich da drinnen bleiben, um mit dem einen Dude zu reden. Dann habe ich jetzt so 2 Wege für die Kampagne-Quest. Oh Gott, ey. Das wird auch wieder so ein... Das wird ja etwas... Ich in so einem Spiel mit Entscheidungen ist immer so ein bisschen... Beten, dass es Gutes kommt. Wait, what? Ah, der ist da drin. Oh. Es ist chline, nein. Wir können uns zwar entscheiden zwischen fucking, wie sagst du, Kapitalismus oder Religion. Es ist actually ein fucking Pastor oder so. Yes, what is it? You're an outsider. Oh. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Ah, der wird Or wieder Vicar fröhlich. Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No? How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. Okay. Ah. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Ach Gott. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. Ja, genau. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. I would love to discuss the finer points of my religion with you. Oh, wait. No, I wouldn't. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Ja, I guess.
Oder das. Aha. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Ich will das auswählen, ich bin aber nicht genug gescheit dafür. Scheiße, Mann. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Ja, jeder kommt für seine eigenen Interessen hinführen da. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Aha. Vielleicht tue ich den Buch verkaufen, es niemand anderen. Oh, ich finde das lustig, die Antwort, dass du mit jedem kannst richtig so als Bein pissen. Du kannst es mit jedem versauen. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Oh, komm, ein paar extra Stutz. If you retrieve it, you can always find me here. Jojo. Also, das heisst Strom umleiten, für dahin, alle dahin bringen, um möglichst viel zu retten. Aber ich muss es echt nochmal geschehen, das mit dem... Was ist meine Intelligenz denn da? Ist ja gut. Muss ich es noch höher haben, oder was?
Dialog überzeugen, lügen, einschüchtern, toll. Singen. I don't understand. Okay, sie kann ich auch equippen. Ja? Ach, komm, nimm du doch auch mal so einen Sturmgewehr. Ich kann sie aber ein bisschen mehr machen. Eieiei. Ja, verpieseln wir uns mal von da. Also. Das ist jetzt. Ist das eine Sidequest? Nein, das ist ein. Wie kann ich das jetzt echt auswählen? Also Tagebuch. Begleiterauftrag. Das bebilderte Handbuch. Suche das Domizil des Sammlers. Karte. Das steht hinten. Okay, gehen wir mal hin. Gerade auf direktem Weg. Ich habe jetzt da etwas von dieser Welt gesehen. Ist das Lava da hinten? What the fuck? Oh. Incoming! Down they go! Wow, level up! Und hat etwas ins Bein verloren. Ethologische Aufzeichnung Fortpflanzungsgewohnheit des Pterorochens. Okay, ja. Kann man ja anhalten und lesen, falls es jemand interessiert. Ich würde jetzt da zuerst mal wieder ein bisschen Action haben. Hier wird doch ein bisschen zu viel geredet. Fuck. Ah ja, Fertigkeit kann ich auch nicht. Ich will mehr Intelligenz. Schaltet die Fähigkeit frei, Waren an Verkaufsautomaten zu verkaufen. Okay. Jetzt komme ich draus. Das ist Schweinerei. Verbessert deine Waffen und Rüstungen an der Werkbank. Muss ich das alles upgraden, damit ich Sachen verbessern kann? Scheiße! Gibt es mal da einen Tech-Punkt plus. Ah, warte, ich habe ja ein paar. Nicht ein paar. Stimmt, ja, da kommt man immer mehrere Punkte über. Ja, dann machen wir da noch. Dann wir hacken auch noch ein bisschen. Ja, komm, hacken machen wir gerade auf 20 oder dann. Zack. Können wir da hingreifen unwissende Gegner an, wenn du bist, zusätzlichen Bonusschaden, okay. Sneaky Damage. Türen, die nur ein Markttyp sind kostenlos zu öffnen. Ah, geil. Jetzt haben wir sonst noch. Das kann ich mit der Rüstung dann auch. Zweiter Medizin-Mixplatz für den Inhalator. Was auch immer das soll sein. Feldreparatur.
Rüstungen reparieren im Inventar, das ist natürlich auch ganz nice. Bei der Langwaffe. Ja, dann noch frisch im Fernkampf rein. Let's go! Vorteile gibt es noch keine. He? Details, Ruf. Ja, ja. Ist doch ein bisschen mit Pistolen verwandt, viel mehr Munition von der. In dem Fall Mobs killen ist actually eine gute Art und Weise zum XP bekommen, wenn ich ausgesehen. Wenn ich das gesehen. Wenn ich ausgesehen. Wenn ich ausgesehen. Nein, ein Fehlleben. Nico. Was hat der gehabt? Bitmodul, Energiezelle, bla 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 bla. Leichtes Maschinengewehr. Das ist gut, weil auf dem habe ich viel mehr Munition. Ah, das ist das hätten wir auch kaufen vorher schon. Dann machen wir das gerade so. Zack. Ich meine, ich muss gerade aufs Eis nehmen. Dann haben wir das da. Ja, was ist jetzt da der Unterschied eigentlich? Da ist eine Verstärkung drin. Das macht mehr Schaden. Dann haben wir das als Schrott. Schrott. So. Wow. Ah, das ist so eine Art Minigun, vermutlich. Gibt es da etwas für uns? Ja, Armor, Munition, bla bla blub. Oh boy! Ich sehe es jetzt schon, das wird so ein richtiges Game, wo man einfach jede Ecke anschauen geht und auch in jedem Ecke irgendetwas findet. Ist eben geil. Verlassener Außenposten entdeckt. Nein! Plünderer Anführer. Handvorwaffen, Leichensenker, so bla bla bla. Nachrichten, verfügbare Nachrichten. Ach, das schießt mir nicht so an zum Lesen, sorry. Gibt mir ein bisschen zu viel Text, oder ich sage es mal so, ich kenne mich da noch zu wenig aus, dass mich das jetzt schon so sehr würde interessieren. Jetzt da wirklich das erste Mal ein bisschen. Hallo! Oh, das ist ein Minigun. Das ist ein Minigun! Ah! Mit der rührt man durch die Munition durch wie blöd. Und triffst auch genauso gut. Mhm. Das hat jetzt... Ah nein, das ist ja das. Okay. Das heisst, das kann ich auch zum Schrott nehmen.
jetzt tatsächlich neugierig bei dieser Nahkampfwaffe da. So, zack, zack. Die dann noch kurz ausprobieren. Ach. Da gefällt mir das Messer schon ein bisschen besser. Muss ja schon gewesen. Da. So. Hey. Aha. Ah, muss ich das sogar noch ablegen. So. Zack, zack. Perfekt. Was sind das für Geräusche da draussen? Ist da eigentlich irgendwo noch das Büchlein? Ja, hat es geheißen. Ich will da die ganze Zeit finden. Standard Soldatenkörperpanzer. Geil. Hä? Ah, da hat es noch mehr. Das sind 2 Spinnen. Domizil des Briefessammlers. Ich habe heute einen Schreiben bekommen, dass die Konzernleitung ordert meine Umsiedlung zur erscht Konzernfabrik an. Es war wegen ein Jammer. Ich hatte mich echt auf meinen eigenen Souvenirladen im Versammlungszentrum gefreut. Selten Andenken verkaufen. Doch die Schrift sagt, dass alles aus einem Grund geschieht. Arbeit stärkt den Geist und so. Aber von meiner Büchersammlung kann ich mich nicht einfach trennen. Die Bücher sollen nicht in einem Verschlag für Schmuggelware vor sich hin modern. Also habe ich sie alle in einer Höhle drüben beim Fluss versteckt. So sieht das also aus. Rüstung habe ich noch gefunden. Schleichen. Schloss knacken. Boah, geil. Das ist wichtig. Wir da Tech-Fertigkeit. Tech, Ausweichen, Schleichen, Tarnung, Tech. Was ist schon wieder Tech-Fertigkeit gewesen? Da, Medizin, Wissenschaft, Technik. Ah, das ist das mit dem Reparieren gewesen. Das bringt mir sozusagen eigentlich im Moment gerade nicht viel. Tarnung, Ausweichen. Einfach ein Doppeljump mit der anderen Rüstung. Da gibt 9 Rüstung. He? Das da gibt 13. Ja komm, nehmen wir das. Das bisschen Tech. Hi. Ich könnte keine langsam dann anfangen, das Zeug selber zu salvagen. Sicher mal das bringt doch schon lange nichts mehr weg mit dem. Das ist 4 Tech. Das sind Tarnung. Tech. Leicht, mittel. Ach, den machen wir auch noch weg. Jetzt muss ich langsam das Zeug da irgendwie schon wieder irgendwo verticken. Gerade hure schnell das Inventar füllen. Oh, ganz viel Mods. Stoßpistole. Ich bin die meiste Zeit im Inventar. Was soll das? Oh, was ist das? Taumelmodifikation, das ist eine Energiewaffe. Ja, das sagen wir mal. Muss probieren da.
Uff. Jesus. Aber ja, die eine Quest... Ah, das war jetzt auch da gewesen, stimmt. Machen wir jetzt da hinten. Vermute mal, da auf den Balkon kommst du wahrscheinlich nicht rauf, vielleicht von dort hinten. Wer will laut da oben, Leute? Das ist gar nicht gut für mich, so etwas. Ich komme einfach nicht vom Fleck bei so Games. Bin sicher bald auch schon überladen. Wie viel Gewicht habe ich noch? 76. Gott. Das ist alles die gleichen da. Ja, sieht so aus. Ja. Alles voller Schrott. Spitzhacke. Schön, ist mir ganz gut. Okay, das ist letztlich einfach Spitzhacke. Gewicht 3. Dann nehmen wir da mal eine Pistole aus. Oh, der Damage! Jesus, das ist ja jetzt einfach schon ratzfatz gewesen. Vor allem hat es die... Ja, die sind so pulverisiert worden. Easy. Jagdgewehr. Oh mein Gott, ich bin jetzt sicher schon bald überladen. Kann ich dir Sachen Something you geben? need? Was davon später? You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. It just comes off cold to me, is all. There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Okay. Sure, but folks got long memories around here. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing, and next thing I know, there's a couple hundred bottles of 0G rolling out the front door and into the road. Geil. Well, sure. They're not tough. Even back then, before I got real good at that sort of thing. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Saltuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of 0G?
exploded all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Moreau's still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Ja, ja. Jagdgewehr. Schaden 66, aha. Das haut rein, aha. Ja, ich brauche eh keine Nahkampfwaffe. Das ist mir jetzt eigentlich so die liebste Konstellation. So. Sturmgewehr, Jagdgewehr, leichtes Maschinengewehr und was auch immer das die Feuerpistole soll sein. Piu, piu. Was schenkt das? X macht nicht. Z. Alright, I'm on the move. Ah, okay. I'm going. Nein, du kannst. Ich kann eigentlich. Komm mit. Hey, Nein. moving out. Halten. Aha. So. On my way. Ich höre da noch etwas. Actually sehe ich recht viel auf dem Radar da. Mach da nicht auf. So. All together. Könnt ihr fighten? Ah! Shit. Die geben Cash, ich weiss es. Oh, das da! Was? Du bist überladen. How? Oh, fuck, okay. Ah, ich bin zwar schon verreckt, let's go. Shit, man. Die Frage, wo ich jetzt wieder spawnen. Da oben, okay. Habe ich meinen Scheiß von da noch? Aha. Nein, die Waffe muss ich wieder ausrüsten. So ist es gewesen. Ja, ich glaube, von dort oben schiessen ist vielleicht das smart gewesen. Und noch ein bisschen von dieser Seite. Es gibt recht viel XP da, da kannst du gut leveln. So wie ich es eigentlich kann. So. Bats. Eine weg.
Ui, ui. Das war schon ein Fight gewesen. Recht viel Munition los worden da. Ja, da geht's auch noch gut. Perfekt. Denen ist das egal gewesen, die haben gepennt oder was? Ja, komische Mechanik, dass sobald die sich anfangen zu verbuddeln, dass nicht mehr angreifbar sind. Ja, jetzt bin ich schon überladen. Okay. Laufen kann ich immer noch aber decent schnell. He? Okay. Hat es da sonst irgendetwas noch? Ah, ja. Opa zuverlässig aufheben. Ist das... Space ist Schaden pro Sekunde 429, eine schwere Waffe. Ist das einfach eine voll modifizierte von denen da? Daumen, Schaden 30. Oh, Schaden ist aber hure viel. Vielleicht ein bisschen langsam, aber dafür eine Waffe auf Lebenszeit. Aha. Was ist jetzt der Unterschied an der? Okay. Sie sind jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich hoffe, ich kann noch schneller reisen, wenn ich überladen bin. Das muss ich mal schnell ausprobieren. Du kannst überladen, nicht schnell reisen. Super. Oh, was soll ich dann ablegen? Wie viel bin ich auf 14 Kilo? Schweinerei. Das Zeug da ist eigentlich nicht so schwer. He? Flink Lauftempo. 50 Sekunden lang. Das ist wahrscheinlich wirklich da, das Zeug da, was so schwer ist. 2 Kilo, 1 Kilo. Also komm. Kann ich es schon zerlegen? Gibt denn das? Ah, ja stimmt, ja, ich Moron. Das macht ja viel mehr Sinn. Kann ich das gerade alles zerlegen oder muss ich das alles einzeln? Apparently alles einzeln. Gerade ein bisschen Waffenteil und Rüstungsteil. Das haben wir alles nicht. Diesen aber. Ja, so. Schon wieder ein bisschen mehr Platz. Perfekt.
10 Punkte, nice. Also. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Fernkampf verhökert alle, das ist richtig geil. Ich frage mich, wie viel ich von dem... Ich mache gerade hier noch 5 rein. Dann wird man sicher auch fast irgendetwas auf 30 irgendwie schon könnte das kann auswählen. Ich muss eigentlich 33 haben. Ja, so. So. Platz. Vorteilspunkt habe ich auch noch, stimmt. Mehr Schaden, wenn allein unterwegs ist, ist natürlich auch geil. Zeitdilatation, Grundleben. Da bist du verdammt tanky. Also. Tragekapazität wäre halt auch nice. Schaltefähigkeit schneller als trotz Überladung frei. Dann würde es ja theoretisch gar keine Rolle mehr spielen, wie viel Tragekapazität hast, wenn du immer schnell reisen kannst, wenn du überladen bist. Theoretisch. Ja. Ja komm, nehmen wir die Tragkapazität auf, dann kann man sicher mal ein bisschen länger reisen. Dann nachher wahrscheinlich schnell reisen trotz Überladung. Sprintgeschwindigkeit. Und eventuell der da, wenn du allein unterwegs bist. Oder... Ja, Händlerpreis wäre da geil. Oder Grundleben. Boah, das wäre halt auch... Grundleben wäre generell hure gut. 50%. Warte, wie viel haben wir jetzt? Ich muss genau schauen, wie viel das wir jetzt haben. Details da. Maximales Leben 650. Wo sehe ich denn mein Grundleben? Ich würde jetzt auch mal behaupten, Grundleben wäre 600 gewesen. Kommt das etwa hin? Hä? Ja, okay, ja. Wo bin ich jetzt gewesen? Vorteile da. Nehmen wir mal das noch. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wobei. Nehmen wir jetzt als erstes das mit der Tragekapazität da. Warte, ich kann alles zurücksetzen. Und ich den zurücksetzen? Nein, eben nicht. Zuerst mal Tragekapazität. So. Also. Jetzt kommt ja theoretisch dasselbe, schon ich schon den haben. So. Ach Gott. So, weiter geht's. Vermittlungszentrum. Ach Gott, Moment.
Übergang zum Versammlungszentrum. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Aber da fallen jetzt die FPS schon ziemlich krass, aber fällt mir da auf. So ist. Everyone all right? Okay, der haut recht rein. Luege. Okay. Ja, abhalten. Nice. Nicely done. Oh, das ist einfach so ein Standardsturmgewehr, wenn ich das da habe. Ja, 215. Aber das hat das Magazinerweiterung drin. Magazin 1. Hä? So Dinge sind ein Platz mehr oder so etwas. Und die 10 vergleichen. Da, so. Was ist denn der Unterschied bei dem? Magazinvisier. Das ist doch genau das gleiche. Das hat irgendwie so. Das hat nur einen Punkt da und das hat irgendwie 2. Ah, okay, irgendwie. Okay, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so recht. Das hat etwas mit dem Lagerplatz zu tun. Das kann ich nicht sehen, oder? Es ist nur noch ein Punkt da. Ach, das ist genau das gleiche wahrscheinlich. Ach komm. Wir haben jetzt den Kopf so etwas zerbrochen. So, das war alles gewesen. Wie viel Plünder-Dudes das es da hat, ey. Schön zu sehen.
Aber das sind ja jetzt nicht die Plünderer sind ja jetzt nicht die da die Menschen fressen, oder? Also die Leichenfresser oder so. Also gar nicht, die sehen irgendwie zwar jetzt nicht... Also ich meine, es sind Plünderer, aber... Das sieht ja so übertrieben sick aus irgendwie. Ja gut. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, es stört mich ein bisschen, dass meine Performance das runtertroppt irgendwie, damit so wenig FPS gefällt mir das ehrlich gesagt nicht so. Dabei bin ich doch überall jetzt schon auf Mittel, muss ich noch weiter runter, also auch mal überall auf niedrig gehen. Muss ich wahrscheinlich fast. Das ist heftig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Tja, schade. Oh, da hat es mehr von diesen Grüssels. Speichern. Oh, du hast die dritte auf gesehen. 1, 2. Was sind noch ein dritter gehabt? Okay. Oh, Viechers gehört. Ah. Okay, das sind keine Viecher. Das sind Leute. Everyone all right? Haben wir den? Oh, der hat schon gehabt, der verloren. Ja. Im Nachhinein eventuell nicht mehr. Transporterwrack entdeckt. Das irgendwie öffnen? Nicht, hä? Ja gut, gehen wir mal da in die Höhle rein. Oh! Easy. Ganz viel Stuff. Wie viel Tragkapazität haben wir? Ja, noch. Feurig. Da müssen wir weiter rein schauen.
Okay, das wäre es mit dem Büchlein gewesen. Dann die nächste Quest ist... Die Arbeiter verlassen. Headshotter Reed Thompson, bla bla bla. Okay, was ist das gewesen? Ah, das ist das gewesen. Ich muss jetzt erst voller Energie machen. Muss ich sie nicht überzeugen, wieder zurückzukommen. Wenn das irgendwie überhaupt funktioniert. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich habe eher das Gefühl, dass sie einen guten Grund hatten, sich zu verpissen von dort. Mich schon interessiert, was die andere Seite der Medaille ist. Oh. Alter, der hat ja wahr gehabt, der Bubson. Irgend so ein Spezialgewehr oder so, wenn ich das richtig sehe. Schockkanone. Geil. Energiemunition. Snipergewehr brauche ich glaube ich nicht wirklich. Das hat so wenig Schaden im Verhältnis. Beil. Was ist jetzt, wenn ich theoretisch das würde verwerten? Es gibt 3 Teile, 3 und Verkaufserlöse. Es gibt einfach recht viel mehr Cash. Fast doppelt so, ja, mehr als doppelt so viel. Ich vermute mal, dass man das vielleicht behalten sollte und verticken sollte, wenn. ...70, 37, gibt doppelt so viel. Soll ich das einfach brauchen, das mit dem Diamant? Ja, machen wir es so. Oh mein Gott, den haben wir wieder verkaufen. Das ist auch so eins. Rüstung, was haben wir da? Einhand-Nahkampfwaffen, Melee-Helm, Tarnungsfertigkeiten, das ist wieder Schlossknacken. Weg mit dem... Fort. Das sind beides auch die gleichen. Einer fort. Da haben wir schon einen so. Ach, ich denke, den können wegmachen. Ja, egal. Egal. Da. Leichtes Sturmgewehr. Ah, das ist das gewesen, hä? Ja, mit schwerer Munition, aber 30 Schuss drin. Ja, das wären 540 Schaden und das wären 560. 672, das wäre schon ein bisschen besser. Also da findest du ja wirklich hure viel Ware. Also
da findest du alle 30, 40 Meter irgendwie wieder etwas Neues. Da liegt schon wieder etwas. Pneumatische Kolben. Mit diesen ganzen Gräsli und dem Pflanzengedöns, die da rumliegt, da kannst du Sachen auch einfach übersehen. Was ist mit dir? Lederboa. Kannst du mir Haut geben? Lederboa. Ja, das ist ein kaputt gehammert. Great work. Geil. Da unten bin ich vorher gewesen. Da kann man nicht rein, hä? Nein. Jetzt müssten ja dann da bald mal da die Verstoßenen oder da die Flüchtlinge kommen. Plünderersperre, ja komm. Jetzt habe ich schon gesehen, die muss ich jetzt geschenkt holen dort. Späher, Plünderer, Vandale. We're pretty good at this. Down they go. So. Haben wir die auch. Alter, ist die jetzt alles zerfetzt, ey. Nice. Ein paar Sachen zum Zerlegen. Ja, ja. So, aber jetzt da weiter, kann man einfach lecken. Jetzt eigentlich Tragekapazität, ja, hat noch ein bisschen lange zu noch. Move along, stranger. We don't want any trouble. Ich komme nicht zum Ärger machen. Botanical Lab. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. Ja, dort habe ich eh hin If you're wieder, gonna start danke. wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind.
Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Uh-huh. Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I can tell. You never know. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. What is it? Also, gehen wir mal zu der Adelaide. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Ha, is ja wel freundlich, hè? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Aha. Ich könnte schon echt für dich behalten. Ah. No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. The soil around the Vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then?
weiss nicht, ich kaufe ihm das ja selber nicht wirklich ab, dass er das wirklich ernst meint mit dem, von wegen, ja, es tut ihm leid oder was auch immer. Ich kann mir irgendwie mehr vorstellen, dass er einfach die Energie zurück will haben und mit diesen Leuten macht, was er will. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Bin ich ein Held? Ich weiss das ja nicht wirklich. Ich will doch nur mein Raumschiff reparieren, Mann. Überlege es mir, dass es gegen die Stadt. Ich habe nicht vor, mich in eure... Ja, Mann, ich will einfach nur mein Schiff reparieren. Ihr Größels. In deinen Augen vielleicht, ja, Mann. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery, and scrap it for parts. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. Dann bin ich so eine Art fucking Löli-Hero, wo dann alles irgendwie... ich weiss nicht, du brauchst schon ein bisschen Ordnung irgendwie in dem ganzen Scheiß. Und eben, ja, dann hast du nachher überall Desertierer. Zuerst mal komplettes Chaos und dann muss man alles wieder von neuem aufbauen. Das kann man nicht irgendwie sagen, okay, geht zurück und macht dort euren Scheiß richtig und probiert dort irgendwie... Keine Ahnung, irgendetwas... Ich kann nicht, ich kann ja probieren, Chef zu werden, man. So probieren. Das kommt zu liegen, dann kann es stillgelegt, das hier nicht schauen und das eigentlich genau fest. Mir gefällt dir beides nicht so wirklich. Es ist einfach das eine oder das andere Extrem. Das ist wieder fucking Bullshit. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. I trust you will listen to your conscience. Es ist einfach beides scheiße. Beide Optionen sind scheiße. Das ist mal typisch für die Games, man. Die haben da fucking Riot am Hals, weil es keine fucking Struktur oben hat. Und wenn sie wieder bei denen sind, ja, sind sie basically einfach in moderner Sklaverei wieder. Was ist besser?
Who knows, man. Aber ich würde es wahrscheinlich befreien. Ich mache es jetzt simpel einfach. Ich behaupte jetzt einmal, dass die Leute können, ein bisschen Abwechslung in ihrem Alltag gebrauchen. Was ist da los? Kann ich das? Kann ich mit dir handeln? Bist du ein Dealer? Oh. You hungry? We got canid ribs, canid flank. Ja, ja. Something I can help. Fresh off the list. Ja. Verkaufen, Schrott. Hat irgendwie begrenzte Anzahl an Geld, kann das sein? Fünfer Spacer's Choice. Fertigkeit, Wissenschaft. Ja, verkaufen kann ich da noch die da so. Platz. Ja, so. Das sollte wahrscheinlich wieder fürs Wie lange kann ich da auch irgendwie Mods ausrüsten oder so etwas. Nein, das kann ich glaube ich nur auf so einer Werkbank im Schiff. Vielleicht gibt es da auch so etwas. Aber vom Motorstark war ich nachher dort. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Vermute mal, dass wenn ich das nachher mache, bin ich wahrscheinlich in Krieg mit diesen Leuten. Ah, der da. Oh, didn't see you there. I was just occupying myself with a little engineering. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. Aha. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Okay. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. I'll pay you for every pad you bring me. If, by some miracle, you can bring me the full set, I'll give you something pretty I've been saving for a lucky day. I wish I knew. I wager the town had the full set once upon a time. Where the third's gone, I can't say. Would you? I'd be grateful. So, Waffe.
Modifikationen! Ja. Also, Sturmgewehr-Mod installieren. Magnum. Fernkampfwaffen-Mod. Magazin. Erhöht die Magazinkapazität der Waffe. Plus 50%. Ja, das ist... nice. Was kostet das? Nicht mehr zurückgelangt werden. Ja, ich finde es aber schon geil, das Sturmgewehr. Ja, komm. Wenn man es nicht braucht, ist es useless, habe ich gehört. Gibt es sonst noch so viele Sachen? Schaden von aufgeladenen Angriff. Jo, reparieren. Wie viel muss ich da zahlen? 5. Ah, das spielt gar keine Rolle, wie schlecht das der Zustand ist wahrscheinlich. Ja? Oder doch? Ja, scheißegal. Whatever. Tüfteln. Und die Tüftel freizuschalten, okay. Ja, in dem Fall. Boah, geil, 36 Schüsse im Magazin, ey. Da wird da der Gegner runtergemeldet. Aber ich kann schnell schauen mit den Nebenaufträgen da. Haben wir die mal da vorne. Okay. Wir können schnell reisen. Let's go. Ein Gefangenenbegleiter steht am Ende des Kampfes wieder auf. Es sei... okay. Too late. Sind jetzt da die Gegner wieder gespawnt oder sind die immer noch tot? Sieht clear aus. Ah, da bin ich nicht drin gewesen, stimmt. Panzer nehmen Inventar Gegenstände als Schrott. Hi. Oh. Okay. Here we go. We made it. Okay. Nice one. Oh Gott. Das arme kleine Getier. You're fast. Ja, Mann. Taktischer Körperpanzer. Abgesägte Schrotflinte. Ja, die habe ich ja schon. 4. Leichte Rüstung, Tarnungsfähigkeit. Ha. Jojo. Da ist es offen. Hm? Nicht? Ah, da ist es. Mit dem jetzt echt alle Türen aufgemacht. Also.
sieht es mit dem Tragen aus? Ja. Führung. Führung. Maschinenbau, Handbuch, okay. Erste Part haben wir. Vielleicht finden wir ja alle drei. Wäre noch nice. Vielleicht gibt er uns dann auch so eine Spezialwaffe. Da bin ich schon gesehen. Okay. Die da noch looten. Okay. Da hinten kann man noch rein. He? Ja. Don't mess with us. Plain Pure Wasser. Okay. Was ist denn das? Inhaltsstoff 99% Wasser als Getränk, Körperattribut hat 30 Sekunden an. Okay. Bin ich da schon gewesen? Ja, voll, da bin ich schon gewesen. Und raus. Sollte da irgendwo, glaube ich, in dem Nebenteil wieder rauskommen. Ja, so. Oh shit! Ach, du siehst, ich komme ja. So, nächste Part. Wäre ich da drinnen? Oh mein Gott, komm, schnell reisen. Das ist ja für grusiges Viech, ey. Was ist jetzt das da? Gemischt worden, laden. Ist das irgendwie ein Questzeichen oder das Grüne? If you're falling sick, I don't want you near me. Hello. Don't worry. Work your jaw on some Spacer's Chop. Ja. Ich kann wieder mal schnell den Schrott verkaufen. Diesen. Sachen zu erledigen. Da hat es aber nichts drin gehabt. Ist das wirklich da vorne? Ich habe das Gefühl, wenn ich dort hingehe, triggere ich nachher die andere Quest. Fix triggere ich doch die andere Quest. Das will ich nicht.
peek. Oh. Sneaky peeky. Oh. Might work. Yoik. Also, wo haben wir den nächsten? Ah, der dritte zeigt es einem nicht an. Ist das was er gemeint hat? Nee. Das erstmal blablabla, bereut, dass ihr Vater einen Band vom Handbuch zu mir gelesen hat, als er der Schichtarbeiter. Ja, und der dritte? Oh, das ist ein Grind in dem Fall. Okay, da muss ich einfach alles absuchen, vermutlich. Kehre zum Vikar zurück. Ich machen wir das noch geschwind das. Vikar. Schab den Bauch. Speichern. Any progress on that matter we discussed? Natürlich. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? What the Is fuck is this? French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Hier sind alle Antworten relativ gut. Was ist bei welchem anderen? Ah, ich weiß nicht. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. Natürlich. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Du musst Französisch lernen. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. What the fuck bist du für ein Pastor, Mann? Oder ein Vikar, so ein Vikar ist. Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? Aha.
It's the journal of one of the originators of the Philosopher's School of Thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief system. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of that came later. Bakonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Most laypeople are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's the long and short of it. So, what do you think? Natürlich. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Jo! Begleitervorteile. Den Begleiter sind Stufe wechseln, kann einen neuen Vorteil erhalten. Je auf die Begleiterseite im Register und drücke die Vorteilstaste, um verfügbare Vorteile einzuführen. Da. Den Technikfertigkeit privat in der Gruppe ist verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er einen Gegner angreift, was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren, erhöht die Bedrohung. Okay. Ja, wir nehmen mal das bringt wenigstens ordentlich was. So. Verhalten. Bestimmt die Folgedistanz dieses Begleiters. Ja, Waffe. Was ist denn da gut? Überrüstung, Techniksfertigkeit. Ich kann so gut so etwas anlegen. Das ist ein bisschen heftiger, also ein bisschen schwerer. Das ist noch etwas für Technik. Da, ja, kannst du auch noch. Helm! Ich bin auch noch Level up. Hm? So. Gut, dann hätten wir das auch gemacht. Jetzt müssen wir immer noch Hey das, there, Mary. Don't see you round das here too Büchlein often. finden irgendwie. Oh,
I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. Wirklich. Was ist jetzt noch ein ausgewählt? Volle Energie. Ah, das wäre jetzt dort zum die Energie abstellen bei der Deserteure gewesen. Was ist da nicht das jetzt auswählen? Ich bekomme einfach gar nichts über, weil es mir nirgends anzeigt. Schweinerei. Und das? Ah, das ist das mit der gewesen. Oh wow, das wäre gerade davor gewesen. Ja komm. Ich kann ja schnell hin und her reisen. Die Map sieht so klein aus da drauf, aber es fühlt sich, wenn du draussen stehst, so riesengroß an. What the fuck? Wenn wir es labern, warte, da geht's raus. Ah, ich muss in ihrem Zimmer sein, oder was? Something I can help you? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Ja. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Hey, I got time. Okay, schauen wir mal ins Tagebuch rein. Haben wir etwas zu schreiben? Ja. Da. So ist der Seite 18. Gute Neuigkeiten, ich lebe noch, fühle mich sogar ein wenig besser. Draußen im Botaniklabor lebt eine Gruppe Deserteure, die haben eine Möglichkeit gefunden, Essen zu züchten, zumindest etwas Essbares. Adelaide hat einen Topf mit irgendwas Grünem und Blättrigem aufgesetzt und mir gesagt, ich soll davon zweimal täglich gegen meine Symptome trinken. Ich schmeckt widerwärtig, aber ich fühle mich langsam besser. Es ist schön, von der Konservenfabrik weg zu sein. Das Labor hat zudem genug Strom für die Ätherwelle. Also konnte ich auch meine Serien nachholen. Der maskierte Händler, was täte ich ohne dich? Vermutlich irre werden, wahnsinnig kichern, meine Nachbarn ermorden und dann wie eine Plünderin schreien in Siegeland. Keine Ahnung, klingt aber auch nicht so schlecht. Vielleicht könnte ich einen Plündererkader anführen. Eine Banditenbande, Moment, das klingt nicht richtig. Banditenbande, was würden wir uns nennen? Wie würden wir uns nennen? Die fürchterliche 14, die 100 Hooligans, featuring Zoe, die Banditenkönigin. Okay, sie ist sie davon gesäckelt. Wahrscheinlich ist sie richtig hart kaputt gemacht worden. Bla bla bla. Ja, okay, das war noch davor gewesen. Was haben wir da noch gehabt? Das ist ganz spät. Ja, das weiß ich. Heute ist Tag, den er in seinen eigenen Händen nimmt. Ich habe Grace zugehört, wie sie über die Plünderer als Bedrohung sprach. Banden von wilden, freigeistigen Banditen, die in Lagern draußen in den Hügeln leben und sich an Feuertonnen wärmen. Wahrscheinlich haben sie die Köpfe ihrer Feinde auf Stank gespießt, als Warnung für Leute wie mich. Und da leben sie bequem und leicht frei von Anregen. Wenn sie organisiert werden, können sie bestimmt die ganze Region übernehmen. Ich habe ein wenig von Adelaide zu essen eingeheimst und einige Dosen Saltuna habe ich auch noch. Wenn ich damit vernünftig umgehe, reicht das ein paar Wochen. Und etwas Adrenatime habe ich auch noch. Jeder mag Adrenatime. Selbst Plünderer nicht wahr. Ich wette, wenn ich ihnen ein paar Spritzen von Adrenatime spreche, lassen mich die Plünderer ihm beitreten. Das wird großartig. Pass auf, der hat zweitige Schilder, aber ich habe daheim. Ja, genau. Vielleicht kann ich so. Okay. Sie wird ausgeraubt, vergewaltigt und tötet.
Dort irgendwie so ein bisschen von dem, was ich von diesen Banditen sehe. Also wenn es sicher mal, wenn es die sind, die da die Leute fressen. Oder sie ist actually badass und wenn ich ankomme, hat sie einen ganzen Kult unter ihrer Nase. Ah, das ist dort hinten. Aber irgendwie habe ich ja nicht das Gefühl, dass das der Fall wird sein. So, von der Erfahrung her, wenn ich mit diesen Games einmal so ein bisschen gemacht habe. Ja, who knows? Maybe ist sie jetzt die Queen of Bandits. I don't know anybody. Oh shit. Nur hoffen, dass sie nicht unter diesen Leuten da ist. Das geht sogar dann relativ schnell, wenn gut. Ja, da kann man rein. Ja, die Waffe da habe ich auch mal noch wieder ausprobieren. Energy Weapon. Okay. Oh wait, die ist ja da. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Only thing unscrewed around here is the head of that marauder you took down. Never seen moves like that outside my serial dramas. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Und du wärst jetzt auch tot, weil ich dich umgebracht habe. I'm great at clarifying. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, must be my natural charisma. Ja, genau das ist es. I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. Mhm. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them.
I've got all the time in Halcyon. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Mhm. Bist relativ schnell tot. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Wait, you're telling me he's got a copy of the Mass Marketeer? Why didn't you say so? I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Oh mein Gott, was für eine futzdumme Frau. Ich bin der König der Welt. Und dann nicht rauf. Oh. So. Jetzt aber. Ja, okay. Da innen haben wir etwas. Troglokolos. Ja. Oh shit, das habe ich ganz vergessen. Nope. Dort hinten die Dinger dort kaputt machen. Ach Gott. Jesus. Langsam schauen, ob wir leben. Was war das? Das da. Hä? Oh, ich habe 52 Lebensteile gesehen, ist das richtig? Hey. Ich meinte, die kann man auch nur irgendwie so bis zu einem gewissen Punkt stacken oder so, aber irgendwie haben wir da recht viel mit drin. Speichern. So. Shit. Geht's dir gut? Jetzt wieder, ha? Da sonst noch irgendetwas rum. Kann ich da rausgehen, ohne dass wir... Nein, unsichtbare Wand. Alright.
Ja, gut. Ich glaube, da hinten ist auch nicht mehr wirklich viel mehr. Dort hinten ist zwar noch ein bisschen Lava, aber ich glaube, da kommst du gar nicht wirklich drüber. Da bin ich jetzt, glaube ich, überall eigentlich gewesen, oder? Habe ich das gelootet? Nein, das habe ich noch nicht gelootet. Oh. Jetzt noch ein Magnum, Mods, die sind gut, die sind, glaube ich, ziemlich teuer, habe ich gemeint. Jo. Ja gut, machen wir das schon so, geht schneller. Ich muss zugeben, auch wenn das Game von der Fallout-Macher ist, erinnert es mich, also vom Spielprinzip schon ziemlich an Fallout, aber nicht. Es ist irgendwie, I don't know, ich würde jetzt mal so vom Spielgefühl her einfach sagen, es ist halt irgendwie vollumfänglich besser. Mir hat das im richtigen Fallout schon nicht gefallen, dass irgendwie jedes kleinste Scheißteil, so, keine Ahnung, so Tassen und so Zeug hast können mitnehmen, einfach der ganze Bullshit, also so jedes kleinste, noch so kleine Mongo-Teil hast können mitnehmen. Und da wird das Zeug, das kannst looten, wird so blau umrahmt irgendwie. Wenn jetzt zum Beispiel Hände nur schon drüber hovern, das ist alles dort, glaube ich, nicht. Finde ich mega angenehm. Und auch die Steuerung ist viel direkter und so. Fühlt sich viel mehr ein bisschen wie ein Shooter an. I like it. Aber ja. Was da? What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? What happened anyway? You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Natürlich. Das war alles gesehen. Was ist jetzt da noch gewesen? Was habe ich jetzt für eine Quest ausgewählt? Ah, das ist jetzt schon wieder das. Weiss ich echt vielleicht noch etwas über das dritte Büchlein? That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. No. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. In the bar? When I asked if you were a drinker? Sorry. I know, it's none of my business. Strong drink makes me sick.
And it makes me real sad. I start thinking about things I oughtn't, and then... Well, never mind that. You got better things to think on. Sorry. Oh, mit der muss man auch richtig fett trinken gehen. I'm just not everybody, I reckon. Ja, ich würde eigentlich gern, wann dann bei denen da jetzt das Teil rausschranzen gehen. Kann ich das irgendwo auswählen? Ah, okay, ich muss so oder so dorthin, um den Strom umleiten. Ach so, okay. Ja, dann machen wir das doch einmal. So. Dann muss ich laufen. Yeah. Jetzt kann ich mal die Elektrowaffe ausprobieren. Oh. Ah, das ist Blut. Speichern. I always wanted to poke around in here. Roboterwachposten. Ich würde mich gerne anmelden. Ah, er ist schon tot. Here we go! Wow, great work! Macht ja auch das Gewehr. Ist das einfach gut gegen Roboter wahrscheinlich? Wahrscheinlich schon, hm? Eine Elektrowaffe. Öffnet das wahrscheinlich das Stromtor, hm? Open up. Sicherheitssound aktivieren, ja. So. Echt, top, so. Schneller rein und raus. Gefühlt relativ wenig Gegner rum. Processing. Required shortcut, Jason. Unit. Und sterben sie wirklich sehr, sehr schnell. Ich denke, bevor ich da reingehe, muss alles noch geschwind absuchen. Kaufen kann ich glaube immer noch nicht. He? Ah doch, cool. Fragst du mal, ob ich da weniger bekomme dafür?
Egal. Sind alles Salvage da? Was haben wir da? Cool. So. Von denen noch nicht 3 Stück. Was? So. Oh, Rüstungsmod für mehr Tragekapazität. Magazingröße, Nahkampfwaffe, Rüstungswert Schock. Markierungsrecht für interaktive Objekte. Oh, das klingt geil. Tragekapazität. Okay. Granatwerfer. Hammersmith, Magazingröße 48. What the fuck ist das für eine Waffe? Granatwerfer? So Maschinengewehr-Style oder was? Schwere Munition. Lol. Wait, das habe ich jetzt nicht gerade geschossen, das Loch, oder? Oh nein. Ich kann wieder sagen, das wäre es jetzt nicht. Nein, ich kann wieder durch, ich kann stehen bleiben. Ja, nochmal 2 Mods. Schadenstyp. Oh, ändert der Schadenstyp. Das ist auch interessant. Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal in die Butze rein. Geht durch den Haupteingang. The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Natürlich. Here we go! Don't mess with him. You got him! You got him! Kampfdrohne. I'm ready! Das kann ich knacken, kann ich das nicht einfach irgendwie öffnen? Handbuch zum Weltraummaschinenbau ausleihen, Radio durchgebrannt und ich brauche keine Frage. Habe es dir in die Werkstatt gebracht. Oh, vielleicht ist das da das letzte Büchlein. Aber hey, totales Chaos, Robotereinheiten aus Kontrolleschüsse, Schreibverfluch klang wie ein Bein, mache früher Feierabend, bitte Strafen direkt vom Lohn abziehen, danke, Staatsmitglied des Best Choice Familie. Ich will immer mit S rausgehen. Heisst das? Das ist die Frage, wo ist die Werkstatt? Steht da oben rein? Sehe ich das von da unten? Ich will das nicht unnötig so aufhacken. Hey. Die Bärenkontrolle ist nicht so nice zu sehen. Da komme ich von der anderen Seite auch einfach rein, kann das so sein? Probieren wir es mal. Ich glaube, von da kannst du einfach rein, ohne die Tür mehr so aufmachen. Ja, voll. Kann man das alles sparen.
Bürotür aufschließen. Nachrichten. Spacer's Choice. Guten Tag, hier. Oh Gott. Okay. Sie haben basically entschieden. Das ist wahrscheinlich der Grund, wieso dass alle tot sind und warum dass es günstiger ist. Alle Menschen Arbeitskräfte umbringen zu lassen, weil die Roboter gratis sind. Ja. That's basically it. Und die Roboter sind halt einfach riot gegangen. Nice. So werden die Menschen in so einem kapitalistischen Dasein gehandhabt. Weniger wert als eine Maschine. Aha, wenn einem das Leben in die Suppe spuckt, dann betrachtet es als kostenlose Kostprobe von Spacer's Choice. Was für ein guter Werbespruch, ey. Strom umleiten. Jetzt muss ich die Teilers manuell betätigen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber ich habe jetzt keine Option gehabt, wer das es weiterleitet oder der Strom, oder wem ich sozusagen den Strom abstellen, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ist da noch etwas noch? Ja. Ah, da geht es wieder raus. Drei von diesen Teilern sind. Da muss ein guter Scheiß drin sein. Okay, geht das auch. Aha. Wer versucht, im Kontrollraum zu sprinten, kann von da vielleicht alles lahmlegen. Werde diesen Eintrag nach meiner Rückkehr löschen.
Hey, schon wieder mit dem Dings. Okay, bis wohin ist er gekommen, der Bub? Zum Kontrollraum. Der Kontrollraum ist... Ist es da vorne? Hm? Versiegelt. Verriegelt. Lass nicht aufmachen. Code eingeben. Okay. Ja, mal schauen, bis wohin er gekommen ist. Irgendwo wird sicher die Leiche liegen. Unexpected. Security patrol initiated. Wow, not even a scratch! Okay, da liegt sie. Ist das ein Dude gewesen? Auf jeden Fall liegt dort jemand. Vielleicht ist das die Person gewesen. Oder einer von denen könnte es sein. Jetzt da der Stromleiter. Ich jetzt da sicherheitshalber einfach speichern, falls jetzt irgendwie oder falls ich jetzt irgendwie verpasse, dass ich könnte laden oder so. Aha, stimmt. Ich muss ja zuerst die 3 Schalter aktivieren. Habe eine Ausgabe vom Handbuch Weltraummaschine ausgeliehen. Ich glaube, es ist Band 3. Ich muss in der Grube irgendwas lesen. In der Grube? In welcher Grube? Ich brauche noch die 3. Ausgabe. You got him! Leichtes Maschinengewehr. Ah, das habe ich ja schon, oder? Ah, das ist wieder das. Ein LMG. Schlüsselkarte, die kann ich wirklich brauchen. 60 Hackerfähigkeit. Was? Oder die Schlüsselkarte. Optional Chester's Code. In dem Fall, ich vermute mal, dass das so ein bisschen geregelt ist. Dass ich den Chester noch finde. Nein. Go away, Phantom! Was? Quick save. Da lebt ja noch einer. No, just leave me alone! Higgins! Higgins! Not real. You're not real. Oh, der hockt dort unten. Mind the steam. You're liable to get scalded. Woo! Und du aber auch. Oh. That's smart. That's the last of them. Ja, abschalten die war da.
power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Das ist schon der Emerald Vale. Das ist das da unten, oder? Oh nein, warte. Botaniklabor. Sammlungszentrum vom Emerald Vale. Ja, aber das interessiert ja niemand. Habe ich gemeint. Also, dort sind einfach Banditen. Real Jumper. Jetzt mal schauen, wie viel Schaden die Waffe da macht an diesen Dingen. Nicht annähernd so viel. I did. Ich glaube, es ist relativ wichtig, da, dass man Waffen benutzt, die stark sind gegen gewisse Sachen. So, mit der Elektrowaffe habe ich da ja echt überhaupt gar kein Problem, um irgendwie da durchzukommen. Von da komme ich, hä? Ist ja wie in Dark Souls, man. Da schaltest du die ganze Zeit Shortcuts frei, je weiter das kommst. Richtiger Dungeon. Das ist jetzt der letzte, hä? I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir die Energie... Ich weiß nicht mal, was wir jetzt gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte irgendwie gehofft, ich kann die 3 aktivieren und dann gehe ich entscheiden an dem Schaltpult. Oder ich hoffe jetzt mal, dass es das ist. Und ich muss immer noch das eine Buch finden. Das muss sicher noch irgendwo da sein. In so einer Grube hat es geheißen. Wo könnte das sein? Ist das vielleicht da hinten gewesen, wo nicht zu gehen? Oh shit. Ja, das ist abgeschaltet. Automac-Pistole. 40. Wow. Okay. Leichte Munition. Mal ein bisschen ausgerüstet, behalten, mal ein bisschen ausprobieren. Werkbank entdeckt. Da jetzt wieder mein Stuff verbessern, Mod installieren. Was haben wir da? Ah, das ist Schockmagazin. Erst die Mock-up. Ah, das ist das wieder. Hm? Okay, die kann ich nicht verbessern, da habe ich schon alles. Da kann ich auch einfach Magazin Schockschaden-Typ machen. Ja, eigentlich überall. He? Gut, ich brauche fast nur die da hauptsächlich, da mein Sturmgewehr. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es so drin ist. Ich wüsste nicht, wo das sonst noch sein könnte. Hey, that's impressive. Gell? Oh mein Gott, nicht im Ernst. Das war halt literally ein fucking Shortcut gewesen. Schweinerei! Schweinerei! Ja. Immer wenigstens durch eine Scheisskiste. Ah Gott, ganz viel Stuff gewastet. Mit dem muss ich auch noch laden, aber mit dem Higgins. Ich komme dich retten.
Get away! Get away! No, 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 just leave me alone. No, no, no. Ich weiss, dass du Hilfe willst. Sträub dich nicht dagegen. No, 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 just leave me alone. Nein. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Shoo! You can talk? The Phantom's never talked before. I knew I shouldn't have eaten that sprat raw. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Hard to say. By my reckoning, Higgins has been here somewhere between 2 weeks and forever. My recollection's a touch fuzzy these days. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Okay. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Disgusting. Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. You mean, why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Okay. Jetzt einfach da unten chillt. Oh, da ist es. Jo. Also. Also ein bisschen Inspiration und Entschlossenheit könnte entstehen, aber ich vermute, aber das brauchst du in den Dialog nicht und eigentlich Begleiter sind mir mehr oder weniger egal.
Medizin, Wissenschaft, Technik. Das sieht doch gut aus. So. Und ein Vorteil, let's go. Was haben wir jetzt gesagt? Schnellreise trotz überall, das habe ich bis jetzt so noch nicht gebraucht. Händlerpreise ist auch geil. Grundleben. Nehmen wir noch zuerst Sprintgeschwindigkeit, komm. Würde ich mal sagen. Sonst. Ja. Safe. Ein bisschen schneller unterwegs sein. Boah, Speedy Gonzales. So, das heisst, wir haben das Büchlein auch und dann können wir eigentlich die Quest jetzt noch oben fertig machen. Dann können wir die nachher abgeben und dann vermute ich mal, haben wir dann bald einmal irgendwann uns irgendeine Fraktion zum Feind gemacht, machen die weg und dann haben wir unseren Generator, um uns von da verpieseln. Das richtig gedeutet habe. Ah ja, warte, ich könnte noch geschwind probieren, da... Wo ist das jetzt gesehen, da oben? So. Verhalten anpassen. Neuen Modus wählen. Fehler. Jeder ist verboten. Okay. Neues Ziel. Eindringlinge definieren. So. Gut. Jetzt sollten sich die Roboter gegenseitig aufs Dach gehen. Was wahrscheinlich gar nicht so viel mehr bringt, weil alle schon kaputt sind, wenn ich das richtig gemacht habe. Ist da unten noch etwas? Spaßkanone. Das habe ich glaube schon gelootet, ja. Also, gehen wir dort jetzt zu der Energie. Los! Dann magst du speichern. Ja, das habe ich ja schon kapiert. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Ja, ich weiß schon, was ich mache, aber komm, warum auch nicht? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ich will sie ja auch gar nicht. Hä? Wieso? Also ich check's jetzt nicht. Ich können sie verdienen, es nicht dafür bestraft zu werden. Ja, einige Menschen kann ich einfach zerstören, was sie sich aufgebaut haben. Reed meinte, dass Edgewater ohne Arbeit und Strom zugrunde gehen würden.
Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow, she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Ja, ist immer gut, vom Gegenteil nochmal sich bewusst zu werden. Das ist, glaube ich, das, was ihr Vater eigentlich, wenn ich das richtig gehört habe, gesagt hat. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann bist du der Konsequenzen bewusst. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Und ich denke, so ein bisschen Menschlichkeit schadet da irgendwie in dieser Welt irgendwie nicht. Der Kapitalismus ist ja ziemlich disgusting, wenn man da abläuft. Da würde ich eigentlich lieber da die Deserteure, die sich da dagegen auflehnen, ein bisschen unterstützen. Ja, aber bevor ich jetzt das mache, speichere ich jetzt noch mal kurz, weil ich nicht sicher bin, ob ich da jetzt währenddessen gefragt werde oder nicht. Kraftwerkstatus. Aha, dieser Zug wird präsentiert, bla bla bla. Strom umleiten. Da. Strom nach Edgewater umleiten, Strom zum Botaniklabor umleiten. So. Ja, jetzt habe ich es mir wahrscheinlich da mit den einen Leuten hart verscherzt. Hä? Habe ich den nicht gelootet? Okay. Ich weiss, dass gute Leute dort drin leben und so weiter und so fort. Mal schauen, ob... What the fuck ist das für ein Bild? Und ist ja disgusting. Das hat der Wurst und lässt jetzt Borstwurst. Yikes. Kann ich mir da in dem Fall das Teil holen? Kann ich da schnell hinreisen? Jetzt greift mir wahrscheinlich gerade alles an, sobald ich dort bin. Ihr Wahnsinnigen. Why are all the lights off? Yep. Power's out in the whole town. Right down. Jo. Oh, hast du es ja, wenn das Game wieder so das Gefühl wird geben, ich bin das Arschloch, ey. Was ist da los? Darum in Reese. I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Und jetzt da der andere. Ah ja, da. You want to know what gets my bile churning?
Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Eine Lektion zu erteilen, Schuldpäckchen, das war nichts Persönliches, ich brauche einen Energieregulator. Ja. Entschuldige. Ich finde die Antwort eigentlich scheiße. Ja, wahrscheinlich eine zu lange Antwort, die ich brauchen würde. That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be. Mach ich. Stand down, all of you. We're done here. Dankeschön. Gibt's da irgendwas zum Mitnehmen? Hey, Drama, dramatische Musik. Alarm. Tja. Hättet jetzt mal gescheiter irgendwie, hättet mal ihre da. Würden sie so weit studieren, dass sie wissen, dass ihre fucking Konzerne da irgendwie die Macht gehabt hätten, um etwas dagegen unternehmen. Aber sie haben sie verrecken lassen, elendlich. Oder untergehen lassen. Wahrscheinlich wirklich verrecken lassen. Ding einen her. Hihihihi. Was ist das? Nein. Schachmeins. Ja, es tut mir wirklich sehr leid für die Leute, aber... You and I have got nothing more to say. Das stimmt. Ja, ich bin halt gern für die Underdogs, um es so zu sagen. Ein Gleichgewicht auf der Welt behalten, schadet nicht. Aber da, das wissen, was die Madame da noch etwas, die noch irgendetwas zu erzählen hat. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Blunt as a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go.
forward to turning folk away. Camp's gotta stay pure, though. Can't have corporate loyalists mixing with us, no matter how desperate they may be. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Gut, ich habe mich aber ja irgendwie entscheiden, also so ganz nur wegen dem Schiff habe ich es ja dann doch auch nicht gemacht. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Jojo. Heisst das, ich darf mich jetzt da bedienen? Nein, darf ich nicht. Schweinerei. Ja, ist halt einfach ja, gut zusammengefasst. Es ist menschlicher so zu leben, wie die es da machen. Irgendwie. Allerdings gefällt mir das Statement, das es jetzt am Schluss gebracht hat, auch wieder irgendwie weniger. Es wird mir nicht gefallen, die Leute ablehnen, die nirgends anders hin können. Like, dude, man. Vom Regen in die Traufe. So, aber jetzt geht's zum Schiff zurück. Kann ich da schnell reisen, oder? Let's go! Das ist eigentlich noch irgendetwas, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe, da hinten oder so. Was ist das dort? Bevor ich mich da noch verpiesle. Oh wait, etwas habe ich ja voll vergessen. Ich muss ja da doch nochmal geschwind haben. Ich kann ja da noch die Quests abgeben mit diesen drei Bücherteilers. Du da. Any luck finding one of those manuals? Ja, man, alle. No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. One datapad's enough to guide me down my newfound path. Just remember, I got something saved for you if you find me all three. Ja, ich kann auch alle drei. Well, don't keep me in suspense. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole datapads? Be still my beating heart. Schon 800. Almost forgot your payment. Well, don't keep me in suspense. The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. It should fit right into your outfit. Okay. So wie man das ist. Wahrscheinlich in Mod. Da. Dieser Mod betäubt und verletzt Angreifer im Nahkampf. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit. Okay. Ah, das heißt, so Monster und so werden geschockt. Das ist actually nice. Was ist das? Erhöht den verursachten kritischen Schaden. Spaßkanone. 25%. Nice. Oh, und das Gyroskop. Und ich actually da meine Waffen noch ein bisschen pimpen. Pimp my gun. Wie viel wert ist das eigentlich? 63.
Ich hoffe, dass das irgendwie nicht mein Dings verkackt dann. So, das Visier. Oh nein, das ist decent. Dann kann ich leben. Ja, gut. Dann werden wir da mehr oder weniger durch, würde ich mal sagen. Oder? Haben wir noch irgendetwas offen? Nein, das ist alles abgeschlossen da. Gut. Dort hinten habe ich jetzt noch geschwind wollen. Schauen, was es da alles gibt. Hallo. Oh, das Wrack entdeckt. Da geht noch nicht. Sieht nicht so aus. Sicherheitsklinge. Oh, Elektrowaffe. Sogar 4-mal kann man mit der zu machen. Sieht nicht so aus, als gäbe es da noch mehr. Vielleicht noch irgendetwas da oben drinnen. Nein. Ja gut. Hätten wir den gerne auskundschaftet. Jetzt haben die Zeit uns zu verpieseln. Eigentlich sind wir ja daher gekommen wegen dem Doktor, der uns befreit hat. Nur weil uns da mit dem Kopfhunter oder was das ist, dort treffen. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. You dance. Ja, wieso erzählst du mir das eigentlich? Weil sie will meine Meinung hören. I have imagined it, but until you came along, I never thought I had the choice. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Ich bin sicher, dass es für dich nicht ist, wenn du mit mir kommst. Wir haben jetzt doch gerade erst gegangen, warum willst du mit einem Wildfremden ins All reisen? Ich bin nicht daran interessiert, ein paar Wattile vorraten. Ja, ich vermute mal, es ist ihr Wurst, wenn sie schon so drüber redet. Aber auch das ist so ein bisschen die Frage. Ja, gut, das ist ihr Traum gesehen. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain.
Ja. Genau. Let's leave this planet. Ja, er ist ja da. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Arschloch, Mann. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Oh yeah, man. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ja. Ich bin ja Chef im Geschäft, ich weiss, wie das funktioniert. Oder? Technik. Ja, 23 hätte ich eigentlich. Mein ganzes Gear und der Companion macht es bis 44. Ich bluffe da, ich schmücke mich mit fremden Federn. Warte, ich kann ja nicht aufspringen. Macht der Gewohnheit. I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be all right now they got power, but what about the town? All those people. Ja, denen geht es halt so, wie es denen jetzt geht. Die müssen sich jetzt wieder zurechtfinden. Ich kann nicht immer nur eine Seite gewinnen. Hey! Let's go! Da, das aussieht. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Let's go! We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Okay. Dann würde ich mal fast behaupten, dass wir das Richtige gemacht haben auf dem Planeten dort unten. Und dass es so läuft. Aber ich meine, wir können natürlich auch immer noch nicht 100% sicher sein, dass er uns da die Wahrheit erzählt. Whatever. Ja, in Ordnung. Ja, ich meine, mit dieser Gladys, warum brauche ich einen Navigationsschlüssel, um auf einen Planeten zu landen? Manchmal, du willst, dass ich
Ich mit Leuten auf dem Schwarzmarkt rede, aber ich könnte ein paar Lichter zwischen mich und Halken bringen. Kann ich irgendein Rad von Stellar Bay laden? Ja, warum? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Geil. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kilkelly. Mm-hmm. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we can start by reviving the hope. Okay. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kilkelly. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Okay. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Okay. Science, that's how. Wow, fuck you, dude. The beauty is they don't expect it. The shroud is the only one of its kind. We humans have a tendency to overlook the unexpected. Activate the disguise, walk past someone. What do they see? A figure dressed like a fellow employee. Don't act odd. They won't focus on you. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab.
And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Okay, I see. Ja, jetzt habe ich noch schnell wegen dem ganzen Verwerten und dem Stuff da schnell schauen. So, das weg. Revolver, 37 pro Schuss. Der macht 40 pro Schuss. Wegschleudern, Darum. Ja. Was macht die eigentlich? Wie viel hat die? 110? Die hat einen Mod drin, hä? Kann ich die? Ja, no. Weg damit. Da kann ausweichen. Schloss knacken. Das war ein Schlussknacken. Einschüchtern. Nahkampfwaffe. Dich. Tarnung. Dich. Und Schleichen. Bleiben wir einmal bei der Technik. Die Technik. Mehr kann ich da gar nicht mehr tun. Nein. Ja. Na komm, wir machen weiter. Oh. Also, wir sind... Wo sind wir? Sind wir da? Nein, da müssen wir hin. Okay, ganz schön. Emerald Vale Region bin ich immer noch. Whatever, wir gehen da hin. Ah, da in Terra 2 bin ich gesehen, okay. Destination reached. The Groundbreaker. Los! Hey.
tu jetzt einfach... Can we talk? Aha. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Natürlich. Did you want to talk about something else? So. Kann ich den anderen Bubsonde eigentlich mitnehmen? Was ist das? Hol mal! $40.400 EP. Go level up, let's fetz. Hacken mal noch ein bisschen rauf tun, wäre wahrscheinlich was. Stufe 30. Und da noch Stufe 25. So. Zack. Theoretisch so ein bisschen Sachen lagern. Im Mülleimer. The fuck? Wow, wenn ich den mitnehmen kann, ist ja mega nice. Abigail. Wer ist Abigail? Ah, das ist ihr Dings. Ihr Quartier. Ich bin das Zeugst ein bisschen. Was ist der andere jetzt? Okay. Ah, da. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Okay. On the contrary, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The plan is not one rigid path.
There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Das macht actually Sinn. What the fuck? Das ist jetzt so voll. Keine Ahnung, wenn du etwas mitteilen willst, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt, ich würde aus der Crew haben, aus welchem Grund auch immer. Du kannst es nicht irgendwie auf eine normale Art und Weise sagen, du kannst es nicht so aggressiv sagen. So verpiss dich von meinem Schiff, man. So nicht so, ja. Wie wär's, wenn irgendwie, keine Ahnung, du hast langsam mal etwas anderes. So, nein, verpiss dich. Los! Oh, Gruppen also. Weil bis zu 2 Begleiter, ja. Die kommen jetzt mit mir mit. Weiter. Also. Smells like grease and unwashed bodies. Just as I remembered. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. By the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Uh-huh. That's not the point. This would just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Need a trick. Mordet! Ja, dan mag ik niet schon von Anfang an unbeliebt machen, indem wir das Zeug klauen. Customs and inspection, right this way. Waffenautomat, oh, Plasmagewehr. Babybeil. Spaßkanone, Weitsichter. Mit Zweifachvergrößerung, okay. Es kann eh noch genug Platz. Ja gut, langsam muss ich dann schon schauen. Identification, please. Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in your other pants? I hear that one a lot. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it.
Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Now, hold on, it'll just take a minute. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Of course. What am I to you but the guy who's got his eye on your ship? Is there anything else I can help you with? Du machst nur deine Arbeit. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Okay. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. So immer Steuerbord ist. Es You need gibt anything Steuerbord else? links You oder let me rechts know. ist. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Be seeing you. Das Gelaber da die ganze Zeit. Don't mind me. Das ist mal so eine Klau. Kommen wir da rein. Restricted Area. Schauen. Whatever. Yeah. There's something weighing on my mind. Das ist noch lustig, dass sie mich da einfach mit der Knarre rumlatschen lassen. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Ich weiß aber. Heissen die alle Mord dort, oder ist das irgendwie so ein Rang, den die da haben? Bells Shells. Wait, ist das nicht die wir gerettet haben? You know that sound when you've snapped on an no. injector clip? Ah, that's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Aha. Was hat's denn drauf alles? Taktische Schrotflinte. Flüsterrohr. Das ist einfach ein Silencer, Gyroskop, Spaßkanone, Mr. Ouch. Aha, sicher Griff. Grossvisier. Also könnte ich das nicht zugangsbeschränkte Waren. Aha. Superscope 6-fach Zoom, okay. Das ich jemals brauchen. Adlerauge Sturmgewehr. Wieso kann ich das bei dir nicht kaufen? Ich hätte das kaufen können, Adlerauge Sturmgewehr. Schweinerei. Das. Zack. Sind wir da? Ja, okay. Okay. Gehen wir mal weiter. Medical Bay. Ah, warte, ich hätte nicht bestimmt da so jemandem etwas ausrichten sollen. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fairhill.
engineer's room? We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Ah, das ist sie. Das ist die Main Story. Gehen wir zuerst dahinter schauen. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now or I'll detain you for trespassing. Oh, reals? I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Bedford. Ich check's jetzt, ich muss trotzdem nochmal nachlesen, ich bin ein bisschen verwirrt irgendwie. Sprich mit Phineas Wells, weil das kommt gegen den Schwarzmarkt her und dann noch ganz die Groundbreak sich hat dich informiert, dass ein Schiff auf beschlagnahmt wurde, muss die Sache mit Bedford. Ach so, ja stimmt, das ist das gewesen. Yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Yes. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Ich werde dir deinen dürren Hals umdrehen, du dreckige Pissnelke, gib mir meinen Chef zurück. Ach, das wäre schon lustig. Eigentlich müsstest du mal wirklich so einen Run machen, wo einfach nur die dreckigsten Sachen auswählst, was es gibt. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I Ja, ist trapped? gut, du hast einen Cast, ist gut. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. Ja, ist gut. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Actually. Wait, Phineas, ist das nicht der Dude, wo You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with?
It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Phineas Wells, ist das jetzt nicht... Ich muss es trotzdem geschwind nachschauen. Ist das vielleicht da drunter irgendwo? Nein. Gut, schlecht. Was war jetzt das gewesen? Ich kann das irgendwie anschauen, wo der tut. Phineas Wells, ist das nicht... Ich meine, das ist doch der uns da jetzt eigentlich aufgetaucht hat am Anfang, nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht das Verhandlungsplakat nochmal geschwind. Have you seen this man? Ah ja, das ist der, genau. Information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Den habe ich ja nicht verraten, der Bub. CNP Boris Pockets. Can be microwaved in 2.5 seconds. Boris Pockets. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. Natürlich. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10.000 Bits. Prachtstück hat sich noch niemand beschwert. You've certainly been blessed with an abundance of sass, haven't you? But it's your interstellar currency I'm interested in, not your nethers. Feels bad, man. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Feels bad, man. Ah. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Might want to acquaint yourself with Chline Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys.
Can we talk? Natuurlijk. Captain, if I could trouble you for a moment of your time, while we're on the groundbreaker, I may have an idea for how we could find a translator. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Das klingt nach einer guten Idee. Ich darf nicht 1,000 pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, fortunately, we're in the perfect place to start. This is where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. I'll comb the last 6 months of departure manifest to track the Philosophist's off-world destination. Thank you, Captain. So, eins nach dem anderen. Hey. Das ist ja richtig viel. Meins. Also, was haben wir jetzt alles für Quests offen? Tagebuch. Nein, ist schon im Tagebuch, oder? Da, Aufträge. Hä? Ah, das ist da. Okay. Oh, zuerst mal die da noch. Dr. Wanda. Jo, sie raucht einfach mal da drin. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate.
Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Huh? Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Okay. Haben wir noch eine weitere Quest bekommen. Was haben wir sonst noch? Ach, so ja, das mit der Gladys da. Wie viel Cash haben wir eigentlich? 5400 und die will 10.000 für die Scheiße haben. Das ist doch Gespüne. Hä? Ah, das ist eine Tür da. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. You're right, I don't. The board is after 2 things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship.
Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Eine vulgäre Geste mit beiden Händen machen? Natürlich nicht. Vulgäre Geste mit beiden Händen? Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Verstehe ich schon, wir haben ja genau gleich gehandelt. Ja, ja. Also. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Ja. Speak your mind. Honestly, I could use... What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Captain. Junlei is fine. Du Loli. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people
to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Hey, wie sie sie anschaut, der ist richtig. Bring me that booty tonight. Haben wir hier. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer the tough questions for me. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Ja, komm, jetzt ist genug gelabert. Eine von den normalen Personen irgendwie bis jetzt in dem Spiel. Mehr oder weniger. Ja, nicht so wie du. Also. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled. Ab geht die Post. So, da unten ist Party. He? Ist eine speziell. Es gibt actually einfach einen Lift in das Kampfgebiet. Aber sehe ich das richtig? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Ja, überzeugen, weg damit von ganz Deck, einschüchtern, heb mir immer mal den Spiegel hin. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that fiery primal spirit. Passing through? This is dead-end territory. But you talk like you're on a journey. The path matches your step. Stretches out ahead of you. Yeah. The second floor is my place. Off limits to the likes of you. Whatever business brings you down to my domain, keep it local. Natuurlijk. Even the proverbial unwashed masses would turn their noses up at this place. We'll cut them off. I'm trying to think of a good name before I wake it up. Don't give it a name. What are you thinking? Hasn't got a heart? Not like us. Cool. Einfach so ein eigenes Deck da und ihr könntet einfach mal so einen kompletten Angriffstrupp da schicken und geschwind aufräumen. Die alle so blöd tun. Can you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? Wie geht's da? Ich hab so irgendwie hochgekommen.
I don't understand. Red gave me a taste of the good stuff. I've been tripping things. Careful with that shit. Oh, da. You'll end up as crazy. Not another step. Shoot on sight, Jesters. Hä? Was jetzt sind sie aggro geworden? Okay. Wieso auch immer. Okay, keep him quiet. Düdüm, düdüm, düdüm. What the fuck? Baby Bamli, man, wenn er ihm eins in die Fresse kickt und trittst du ihm voll aus dem Bild. Ja, das gehört jetzt alles mindestens. Die arme Spieß da hintergeflogen. Oh je, man. Also, was haben wir da noch? Kommen 50 Punkte noch da drin. So. Die 5 Punkte da drin, sind wir die auf 30. Nachher sollte ich mal anfangen, Inspirationen und Entschlossenheit noch ein bisschen aufpimpen. Noch ein Vorteil. Ja, nehmen wir noch das Grundleben, das ist halt echt 50%. Jetzt sollten wir ja theoretisch 1275, okay. Ja, das ist nice. Nehmen wir jetzt einfach alles mit. Speichern, ich will jetzt sicher, ob mich der Roboter da gerade verhärten natzt. What was that? Ah, das ist ja bei uns. Ganz viel Loot. Haben die voll den Löli-Sicherheitstrupp da geschickt das letzte Mal. Ne? Und da wird es aber innerhalb von ein paar Sekunden alles gekillt. Montag. Ah, das ist eigentlich die einfach mit dem Plasmaschaden. Interessant. Okay. Na, egal. Alles meins, alles meins. Hat das so viel Shit? Geil. Ah, da bin ich ja dort schon oben gewesen. Nee. So schnell gibt es vielleicht auf der rechten Seite kann. Ja.
Find a new friend. This one backside still smarts. Everyone get branded when you join McRed's crew? Nope. Your ass is a priceless canvas now that it's home to an original McRed. Fuck. I Måste guess gå I'm zu mir honored. schauen. Dudum. Bibim. 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 Da, sitz ab. Oh, ein Helm. Pflanzenbeet. Junior Mykoleugen-Protokoll, jawohl. Oh, Plasmaschneider. Geiles Laserschwert, Mann. Kann man für jede machen. Fett. Du findest so viel Ware. Das ist einfach nicht normal. Das ist im Fall nicht normal. Bin ich fast schon tempted, irgendwann auch so in Witcher 3 so einen Mod zu installieren, wo alles in einem gewissen Radius automatisch für dich aufnimmt, weil halt ich habe das ja gern, das Loot-Prinzip, also dass viele Sachen kannst looten, aber es ist mir das fast schon ein bisschen zu viel, weil du halt einfach irgendwie mehr Zeit mit Looten verbringst, als irgendwie ja, halt einfach mit dem Spiel selber sozusagen. Ich weiss, es gehört zum Spiel, aber es ist fast wie es ist wie zu viel. Ich singe oh, Plasmagewehr. Ich singe einfach lieber, wenn keine Ahnung, ich sage jetzt vielleicht am Schluss von dem Gebiet vielleicht so keine Ahnung, Kiste hast mit Loot, anstatt das durchgehend überall das kleine Zeug musst zusammennehmen. Persönlich irgendwie lieber. So. 52 bis 118. Wieso ist denn das so komisch? Ah, okay. Bams. Interessantes Prinzip. Dann machen wir das doch so. Offizierswirbel. 68 Schaden pro Schlag. 62. Stufe 10, Stufe 7. Spezialeffekt Bluten, Spezialeffekt Verbrennen. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal das Rote, irgendwie gefällt mir das vom Style ein bisschen besser. Muss ich hier schön zugeben. Kurz speichern. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement. So, ja. Jetzt da schnell eine kleine Pause.